Hallo, hier ist Sarah Schmid mit einem neuen Video. Ich bin jetzt in der 32. Woche angekommen. Mir geht's prima. Das kühle Wetter ist einfach 1A fürs Schwangersein. Die letzten 2 Tage mit über 30 Grad haben eigentlich schon gereicht und jetzt sind es wieder 25 Grad und ich fühle mich sehr wohl. Ja, Baby ist gewachsen, wie man vielleicht auch sehen kann. Bauch ist rund und kugelig und fängt an beim Bücken zu stören. Wenn man also so den Kindern die Spielsachen hinterherräumt, dann kommt da so ein bisschen was in die Klemme. Heute wollte ich euch zeigen, wie man die Kindslage selber bestimmen kann. Warum will man das, die Kindslage wissen? Weil das Baby halt in manchen Lagen besser geboren werden kann als in anderen und dann gibt es auch Lagen, so kann es gar nicht geboren werden. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich hier mal ein Baby in der Gebärmutter mitgebracht. Eine durchsichtige Gebärmutter, damit man das schön sieht, wo da was ist. Also, was erwartet man zu tasten, wenn man das so sieht hier? Da was Festes, da was Festes. Und hier was Festes, Langes. Und hier vorne so, naja, viele bewegliche Kleinteile, die man nicht unbedingt so gut tasten kann, weil das Baby schnell mal Arme und Beine wegzieht. Ab wann kann man damit anfangen, das Ganze zu tasten? Wenn es noch sehr klein ist, dann ist das schwierig, beziehungsweise gar nicht möglich. Aber so ab der 28. Woche, finde ich, kann man schon ganz gut die einzelnen Kindsteile, wie man die nennt, voneinander unterscheiden. So. Ab der 32. Woche legen sich die meisten Babys im Kopf nach unten in Geburtsposition. Danach ändern sie daran nicht mehr so viel. Außer wenn sie dann noch Beckenendlage liegen, kann das natürlich auch sein, dass sie sich dann in den Wochen danach noch drehen. Wichtig, die Kindslage zu wissen, ist vor allem in den letzten Wochen vor der Geburt, weil es ja für die Geburt wichtig ist. Bei Erstgebärenden legen sich Babys im Schnitt früher zurecht als bei Mehrgebärenden, weil in der Gebärmutter nach dem ersten, zweiten Kind halt mehr Platz ist als beim ersten Kind noch. Kann also passieren, dass wenn man das zweite, dritte, vierte oder wie vielte Kind auch immer kriegt, dass das Baby sich selbst unter der Geburt noch munter dreht. Ja, dann zeige ich euch das mal. Ich habe mir hier extra was zurecht gemacht, damit ich euch im Liegen ganz gemütlich das zeigen kann. So, also letzte Mal habe ich euch ja Fundusstand gezeigt. Da ist mein Bauch wieder, mein Hübscher. Letzte Mal war der Fundusstand hier, 2 Querfinger überm Nabel. Die Querfinger benutzen Hebammen, um ausgehend von den 3 Orientierungspunkten, Symphyse, Nabel und Rippenbogen, zu sagen, wo denn da ungefähr die Oberkante der Gebärmutter, also der Fundus, sich befindet. Letztes Mal war der Fundus da. Wenn ich jetzt heute so taste, dann ist das schon ziemlich weit weiter oben, also würde man so sagen, 2 Finger unter dem Rippenbogen. Also deutlich größer als beim letzten Mal. Und wenn man dann auf die Tabellen guckt, ist das auch genau richtig so. So, aber die Kindslage wollte ich euch erklären und da brauche ich noch mein Baby. Da ist mein Baby. Also man stellt sich eigentlich im Prinzip 3 Fragen. Die erste Frage ist, liegt's längs oder quer? Ja, so oder so. Was würde man jetzt beim Tasten erwarten, wenn es quer liegt? Man würde auf der einen Seite was Rundes, Festes fühlen und auf der anderen Seite was Rundes, Festes. Man könnte das Baby praktisch so in der Hand halten. Wenn es längs liegt, dann fühlt man meistens links, rechts oder links. Fühlt man auf der einen Seite was Langes, Festes, also den Rücken, und auf der anderen Seite müsste es dann ziemlich, naja, weich sein, ne? Da wo es eben nicht liegt.
Was will man nicht? In der Mitte der Schwangerschaft ist es noch völlig normal, wenn das Baby irgendwie quer oder schräg hier drin rumliegt, weil dann ist noch viel Platz. Aber zur Geburt, so kommt es nicht raus. Also muss ich dann irgendwann drehen, was es auch normalerweise tut. Querlage ist eigentlich also keine geburtsfähige Lage. Ja, die Längslagen, die kommen raus. So, wenn ich jetzt hier taste, ist ja hier die Gebärmutter. In der Gebärmutter ist das Baby. Wenn die Gebärmutter, wenn man da so drauf rumdrückt, dann passiert schnell mal, dass die sich festmacht, also eine Kontraktion macht. Eine Wehe, würde man vielleicht auch sagen, aber das merkt man jetzt nicht wirklich, sondern wenn man drauf drückt, merkt man, dass es jetzt fest ist. Jetzt ist es hier fest. Wahrscheinlich auch, weil ich herumgeturnt bin zur Kamera und zurück und überhaupt. Ja, dann muss man einen Moment warten, bis die ganze Geschichte wieder weicher wird. Sonst gibt es nur geballte Gebärmutterkraft hier und nichts weiter zu tasten. So, das dauert einen Moment, aber ich glaube, jetzt ist es wieder weich. Genau. Dann taste ich mich hier von rechts nach links und von links nach rechts zur Mitte hin mit beiden Händen und gucke, wo ich da auf Widerstand stoße. So, und immer weiter rein zur Mitte. Und jetzt merke ich schon, hier links ist was Festes, was ziemlich langes Festes. Und hier rechts komme ich gut rein. Schlussfolgerung, das Baby liegt definitiv nicht quer, sondern längs. Weil da habe ich hier den Rücken und hier habe ich die Vorderseite sozusagen. Wenn wir das geklärt haben, dann stellen wir uns die nächste Frage. Wo ist der Kopf? Ist der Kopf oben oder ist der Kopf unten? Was würde man jetzt erwarten, wenn der Kopf oben ist? Der Kopf ist ja beweglich im Gegensatz zu Po. Hier gibt es einen Nacken und der Kopf, der kann sich beugen oder strecken. Genau. Wenn der Kopf unten ist, kann man den, oder ja, das Kindsteil, so nennt man das ja, was unten ist, das kann man tasten, indem man da vorne über das Symphyse die Finger reinsteckt. Wenn das noch nicht ins Becken eingetreten ist, kann man da die Finger drunter stecken. Wenn es ins Becken schon drin ist, dann kann man es nur so von den Seiten hin und her schieben und fühlen. Das hilft einem jetzt nicht zu unterscheiden, ob Kopf oder Po, aber das ist vielleicht auch wichtig, weil nachher, ob es ins Becken eingestellt ist oder nicht, das ist ja auch mal die Frage. Ja. In dem Fall hier taste ich hier oben den Po, weil das geht hier nämlich glatt über in den Rücken. Und ja, der Kopf ist bei meinen Babys immer schon ziemlich weit im Becken, deswegen kann ich die Finger nicht drunter stecken mehr. Es ist also nicht so einfach, Kopf und Po zu unterscheiden, wie ihr vielleicht jetzt schon so an meinen Ausführungen gemerkt habt. Es gibt aber so ein paar Hilfsmittel, die man sich zunutze machen kann, die einem dabei helfen, das genauer noch zu unterscheiden. Dazu gehören zum Beispiel die Kindsbewegung. Wenn das Baby jetzt mit dem Popo oben liegt, dann spürt man häufig, dass es halt in die eine Richtung tritt und während es die Beine ausstreckt, streckt es auch den Po in die andere Richtung. Das ist so eine typische Streckbewegung, die gerne mal machen und die kann natürlich, wenn der Po oben ist, nur oben stattfinden. Wenn der Po unten ist, findet diese Streckbewegung unten statt. Außerdem, die Hände, die spürt man auch, die sind so klein, fühlen sich an so wie kleineres Gekrabbel. Wenn das Baby im Po nach oben liegt, ist das kleine Gekrabbel mehr unten. Wenn das Baby so rumliegt, dann krabbelt das mit seinen Händen natürlich eher nach oben rum. Weiterhin der Schluckauf, der kann man auch als Orientierung verwenden. Zwerchfell vom Baby ist ja ungefähr da. Da, Zwerchfell halt, unter der Lunge. Wenn es mit dem Kopf da unten liegt, ist das Schluckauf eher weiter unten, als wenn es im Popo unten liegt, dann haben wir den Schluckauf mehr so am Nabel halt. Genauso ist es mit den Herztönen. Ach, ich wollte noch sagen, wie man den Schluckauf fühlt, ne? Aber habt ihr bestimmt schon gemerkt, wenn ihr schwanger seid, da zuckt das so rhythmisch. Manchmal zuckt der ganze Bauch, ist also nicht zu verpassen.
Manche Frauen denken am Anfang, oh, was hat das Baby jetzt? Manchmal hat das Baby auch ziemlich oft. Ja, das ist schlimm auch dieses. So. Die Herztöne sind ein weiterer Anhaltspunkt. Wie kann man die Herztöne hören? Dazu eignet sich zum Beispiel ein Stethoskop, so ein ganz gewöhnliches. Das hat, wenn es nicht so ganz einfaches ist, hat es zwei Seiten. Nämlich auf der einen Seite diese glatte Membran, auf der anderen Seite so ein Trichter. Und mit dem Trichter kann man die Herztöne hören. Allerdings muss man schon ganz gut wissen oder vermuten wenigstens, wie das Baby liegt. Weil man muss ziemlich nah an die Stelle kommen, wo man die Herztöne hört, damit man es auch hört. Die Herztöne hört man am besten dort, wo der Nacken hinten vom Baby so ist. Da wird das am besten übertragen. Und wenn man also jetzt vermutet, das Baby liegt, wie ich jetzt das hier bei mir vermute, so, also mit dem Kopf nach unten, Rücken nach hier oben, dann ist ja hier der Nacken, also hier müsste dann der Nacken sein, hier könnte ich dann die Herztöne hören. Und ich habe die Herztöne gehört heute. Ich habe heute mal wieder gelauscht. Ich finde es nämlich gar nicht so einfach, wenn das Baby noch kleiner ist. Aber wenn es größer wird und man weiß, wie es liegt, dann werden die Herztöne besser zu hören, auch im Stethoskop. Und vor ein paar Wochen habe ich es schon mal versucht, da habe ich nichts gehört. Aber heute habe ich es zum ersten Mal gehört, wie es da drin klopft. Und das ist übrigens ein ziemlich schnelles Klopfen. Also wenn ihr euren Herzschlag vorher mal hört, dann werdet ihr merken, das klopft viel schneller. Wenn ihr hier unten irgendwie euren Herzschlag, also was langsames Klopfen hört, dann sind das die Gebärmutterarterien, die hier irgendwo langziehen und die Gebärmutter mit Blut versorgen. Aber das Baby-Herzschlag ist ein ziemlich schnelles Puckern, Klopfen, sowas. Ja, genau. Herztöne kann man natürlich auch noch auf andere Weise hören. Die Hebammen benutzen dazu entweder ein Hörrohr oder ein Dopton, so ein Dopplergerät oder auch das CTG. Euer Partner kann auch die Herztöne hören, indem er einfach sein Ohr an die Stelle legt, wo ihr vermutet, dass die Herztöne sind. Also, wenn man die Herztöne hier unten hört, dann legt es mit dem Kopf nach unten. Und wenn man die Herztöne hier oben hört, dann legt es mit dem Po nach unten. Und was will man nicht? Heutzutage hat man Angst, dass das Baby verkehrt rumliegt, also mit dem Po nach unten. Für die Geburt ist es eigentlich jetzt gar nicht so ein Drama. Das Baby kann rauskommen, wenn es längs liegt. Zeigen auch die Zahlen, dass Beckenendlagengeburten an sich nicht gefährlicher sind als Schädellagegeburten. Das einzige Problem ist, dass die meisten Geburtshelfer heutzutage damit keine Erfahrung mehr haben und dann eben doch lieber den Kaiserschnitt schnell machen, weil das können sie besser. Ja, wenn man weiß, dass der Kopf unten ist, kann man sich noch eine Frage stellen. Die stellen sich heutzutage nicht so viele, was dann nachher bei der Geburt manchmal zu Überraschungen führen kann. Man fragt sich, wo ist der Rücken vom Baby? Ist der vorn? Ist der an der Seite oder ist der eher irgendwo hinten? Ja, was würde ich jetzt erwarten, wenn der Rücken vorn liegt? Wenn der Rücken vorn liegt, erwarte ich, dass es vorne fest ist. Irgendwo hier, je nachdem, ob es links oder rechts liegt, muss es sich fest anfühlen. Und die Tritte sind dann irgendwo schräg hinten, so nach hinten, schräg hinten, je nachdem. Es gibt ja viele Möglichkeiten hier. Wenn der Rücken seitlich ist, ganz typisch, Rücken eben seitlich zu tasten. Tritte gehen auf die andere Seite rüber. Und wenn man genau tastet, fühlt man auch so eine kleine Delle am Nabel. Nämlich genau da, wo hier der Rücken zu Ende ist sozusagen und Arme und Beine anfangen. Kann man so eine kleine Delle tasten. Und wenn der Rücken nach hinten ist, was fühlt man dann? Dann ist der Rücken schlecht zu tasten, weil er hinten ist, ne? Da fühlt man dann nicht so viel, vor allem hier vorne Arme und Beine im Prinzip. Also der Bauch ist dann hier vorne, hat dann so eine Delle hier vorne, weil der Popo ragt ein bisschen raus und die Arme und Beine sind eher so, naja, stichen nicht so vor. Hat man hier vorne eher eine Delle. Oh, es bewegt sich, es bewegt sich.
Dann gibt es noch so ein paar Kann-Hinweise, dass das Baby eventuell so mit dem Rücken nach hinten liegt, weil das ist ja Sterngucker, ne? Wäre ein Sterngucker. Kann-Hinweise dafür, nicht muss, aber kann, wie gesagt. Und das Baby in den letzten Wochen vor der Geburt noch auf der rechten Seite liegt. Also Sterngucker liegen lieber rechts als links. Typisch ist wohl auch ein Druck auf die Blase oder die Symphyse, weil das Baby mit dem Kopf hier so ein bisschen in die falsche Richtung drückt, als wenn es so rum da ins Becken reingeht. Die Herztöne sind schwerer zu hören, weil das Baby ja so rumliegt. Ne? Also der Schall, der geht da nach hinten zum Nacken hin. Hatte ich ja erklärt, dass man das im Nacken besser hört und der Nacken zeigt nach hinten. Also muss man ziemlich viel Raum überwinden, um dass der Schall da zum Bauch nach vorne rauskommt, wie auch immer. Typisch sind auch schmerzhafte Vorwehen in den Tagen und Wochen vor der Geburt, weil das Baby sich versucht, anders zu drehen. Das kann einen schon mal um Schlaf und Nerven bringen. Und typisch ist auch Geburtsbeginn mit vorzeitigem Blasensprung und dann keine Wehen. Und Rückenschmerzen bei der Geburt spätestens ist auch sehr, sehr typisch. Ja, was man nicht will, haben wir jetzt schon dabei festgestellt, nämlich, dass es mit dem Rücken nach hinten liegt, weil das eine anstrengende Geburt gibt, vor allem beim ersten Kind. Also spätere Kinder dann, die werden nochmal schnell so verkehrt rumgeboren, also als Sterngucker. Aber gerade beim ersten Kind, wo noch nicht so viel Platz ist, da will man so eine Geburt lieber nicht unbedingt haben. Wenn das Kind seitlich liegt, das ist okay als Startposition. Es sollte sich dann nur doch bei der Geburt ein Stück nach vorn drehen, weil wenn es wirklich so stur seitlich nach unten wandert, dann gibt es eine ähnlich, nicht komplizierte, aber anstrengende Geburt, wie wenn es in Sternguckerlage liegt. Ja, also da taste ich das jetzt mal hier. Ne, habe ich das schon gezeigt? Ne, ja. Also hier vorne ist es fest. Ne? Hier habe ich keine Delle. Wenn ich hier so drauf fasse, da ist weich, hier ist auch weich, in der Mitte ist der Rücken. Der ist fest, die ganze, und hier oben ist der Popo. So, das geht hier runter lang. Und die Herztöne habe ich ja wie gesagt auch schon hier vorne gehört. Schluck auf, ist hier so in der Region, wenn es welchen hat. So, das ist eigentlich alles zur Kindslage. Bei dem Thema könnte man auch noch gleich die Plazenta-Lage klären. Die ist ja auch nicht unwichtig für die Geburt. Also die Plazenta, wo kann sie liegen? Wenn ich jetzt hier so ein Baby habe, was mit dem Kopf nach unten liegt, kann die Plazenta oben liegen. Die Plazenta kann unten liegen. Die Plazenta kann vorne liegen und die kann hinten zum mütterlichen Rücken hinliegen. Was will man nicht? Dass die Plazenta hier unten liegt, ne? Weil da muss das Baby raus, da darf die Plazenta nicht davor liegen. Das ist für die Geburt unmöglich, beziehungsweise für das Leben des Babys gefährlich, wenn das so geboren wird, weil dann die Plazenta sich zuerst ablöst und die Blutversorgung fürs Baby unterbrochen wird. Also das ist einer von den seltenen Fällen, wo ein Kaiserschnitt wirklich Leben rettet. Das ist überhaupt keine Frage. So, wie kann man also jetzt rausfinden, wo die Plazenta sich befindet? Man kann es einmal tasten. Tast. Die Plazenta fühlt sich so ein bisschen teigig an, also so weich. Ja, könnt ihr einfach mal bei euch rumtasten. Vielleicht fühlt ihr das ja. Das Stethoskop kann man sich auch zur Hilfe nehmen. Die Plazenta, die hört man. Da drin rauscht das Blut, also es ist so kontinuierliches Rauschen, weil das Baby muss ja gut versorgt werden. Da ist also immer was los, immer Versorgung und das rauscht typischerweise. Die Kindsbewegung kann man auch noch als Anhaltspunkt nehmen, die fühlt man nämlich ein bisschen gedämpft. Dadurch, dass wenn die Plazenta halt davor ist, dann fühlt man die nicht so ganz direkt wie an den anderen Stellen, sondern ein bisschen abgeschwächt. Ja, wenn es eine Plazenta previa ist, das kann man natürlich jetzt nicht direkt sehen, außer im Ultraschall. Typische Hinweise wären Blutungen in der Schwangerschaftsmitte und zum Ende hin. Und spätestens bei Geburtsbeginn würde das anfangen, fies zu bluten.
Und ein weiterer Hinweis ist auch, wenn das Baby quer oder in Beckenendlage noch lange liegt. Wahrscheinlichkeit ist mit 0,5%, aber eben ziemlich klein. Und wenn also das alles nicht ist, dann hat man wahrscheinlich eine Hinterwandplazenta. Man fühlt nichts, man tastet nichts, man hört nichts, man blutet nicht, wahrscheinlich eine Hinterwandplazenta. Und das vermute ich bei mir diesmal auch, weil, ja, genau. Ich gehe jetzt nicht extra zum Ultraschall, um eine Prävia auszuschließen, weil ich keine Blutung hatte. Und ja, könnte ich natürlich machen, wenn ich auf Nummer 1000% sicher gehen wollte. Aber ich habe da keine Angst vor jetzt, dass das passieren sollte. Und wenn nicht, muss man ins Krankenhaus fahren. Beim letzten Kind, da hatte ich die Plazenta, da lag die hier oben in der Gebärmutter. Und da konnte ich die tasten und da habe ich das gut gefühlt und auch gehört. Das war ganz interessant. Diesmal halt leider nicht. Uninteressant. Ja, ihr fragt euch vielleicht, tut das ganze Rumgedrücke auf dem Bauch nicht dem Baby weh? Da kann ich euch beruhigen. Also solange ihr euch nicht selber wehtut und es euch nicht selber wehtut, dann ist es für das Baby auch okay. Ihr müsst ja nicht da die Finger wie verrückt reinstecken, sondern da kann man ja ganz zärtlich ein bisschen mit dem Baby spielen und rausfinden, wie es liegt. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr am Anfang überhaupt nicht schlau draus werdet, aus dem, was ihr da so tastet und fühlt. Das braucht ein bisschen Übung und je größer das Baby wird, umso besser fühlt ihr das auch. Und mit der Zeit ergibt sich dann ein Bild. Wenn ihr abends im Bett liegt, könnt ihr mal so tasten und gucken, mit eurem Baby reden. Und wenn ihr das ab und zu macht, dann denke ich, dann wisst ihr auch irgendwann, wie es liegt. Und ihr habt ja das ganze letzte Drittel der Schwangerschaftszeit, um euer Baby und euren Bauch kennenzulernen. Also vorher natürlich auch, aber dann ist es mit der Kindslage leichter. Ja, es ist also keine Schulprüfung, mal, wie liegt jetzt das Baby, find's raus oder du bist durchgefallen. Ihr dürft also auch falsch raten und wenn ihr überhaupt keinen Schimmer habt, ist auch okay. Ihr könnt euch von der Hebamme bestätigen lassen, wie ihr vermutet, dass es liegt. Oder wenn ihr Ultraschall in Anspruch nehmt, dann kann auch der Arzt euch das sagen, wie es liegt. Also da kann man jetzt nichts falsch machen. Ihr dürft es euch gern trauen. Erlaubt euch da mal euer Bauch und euer Baby kennenzulernen. Es ist schließlich euer Körper, ne? Das ist sozusagen euer Haus, in dem ihr hier auf der Erde wohnt. Und warum sollte das jemand anders besser kennen oder mehr berühren dürfen als ihr selber? Ja, da haben wir jetzt vieles rausgefunden, ne? Das kann man dann immer schön aufzeichnen und in welcher Schwangerschaftswoche und so. Das ist ja sonst eine Arbeit, die die Hebamme oder der Arzt machen. Und dafür gibt es ja auch dieses schicke Büchlein. Wenn ihr jetzt das selber machen wollt, also selber aufzeichnen und dokumentieren und so, habe ich zusammen mit der Doris Moser einen privaten Mutterpass kreiert. Und da könnt ihr eure ganzen Selbstbeobachtungen notieren. Das könnt ihr parallel machen zur normalen Schwangerschaftsvorsorge. Oder wenn ihr eine Schwangerschaft in Eigenregie macht in irgendeiner Form, dann könnt ihr da alles notieren, was wichtig ist, was ihr dokumentieren wollt, was sonst auch Hebamme und Arzt machen zum Teil. Könnt ihr da selber reinschreiben und ich habe auch schon reingeschrieben. Meine ganzen Kinder, die ich gekriegt habe. Es ist viel Platz für alles, was so interessant ist, aber trotzdem kurz und knackig ja, also falls ich mal ins Krankenhaus muss bei der Geburt, dann kann ich das mitnehmen und da steht alles drin, obwohl ich jetzt keinen offiziellen Mutterpass habe. Wem das zu viel Dokumentiererei ist und wer nicht so der Dokumentiertyp ist und wenn euch das offizielle, gewöhnliche Mutterpass ausfüllen reicht, dann bei der Gelegenheit dachte ich, stelle ich euch mal noch meinen Babyzauber vor. Das ist mehr im Tagebuchstil gehalten und da könnt ihr auch aufschreiben, wie eure Schwangerschaft so verläuft und
wie die Geburt war und wie das Wochenbett war. Und ihr könnt eure Geburt planen. Und ja, beide diese Büchlein haben natürlich auch, Vorderseite, haben natürlich auch ein Infoteil für selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt. Ja, genau. Das war eigentlich schon alles, was ich heute erzählen wollte. Und ja, nächster Film voraussichtlich in 4 Wochen. Und dann lasse ich es mal wachsen. Bis dahin. Tschüss.